Es ist nicht, weil Elektroautos angeblich brennen. Nicht wegen der Reichweite, nicht wegen den Kosten. Tatsächlich vollkommen anderer Grund hinter der Elektroautoflaute in Deutschland. Das hat jetzt eine Studie herausgefunden. Nein, es ist absolut keiner der Gründe, die immer genannt werden. Ich sage nur absolute Verblüffung. Und dann gibt es noch Lösungsvorschläge, die ziemlich überraschend sind. Heute gibt es hier also doppelte Verblüffung bei Klicks und Form mit E. Bleibt dran, abonniert den Kanal. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen und natürlich einen Daumen hoch für dieses Video nicht vergessen. Heute mit Jerome Brunel vom Elektromobilitätspodcast eMovotion. Elektroautoflaute in Deutschland. Generell verkaufen sich Fahrzeuge wie hier der Peugeot E2008, den ich gerade als Testwagen fahre, schlechter als noch letztes Jahr. Die Verkaufszahlen steigen zwar, aber auf deutlich niedrigerem Niveau als noch vor 12 Monaten. Aber woran liegt das? Die Antwort überrascht. Eine brandneue Studie hat das Geheimnis gelüftet. Es ist, Achtung, Trommelwirbel bitte, der soziale Druck und es kommt noch etwas hinzu. Wie der Podcast eMovotion jetzt berichtet, ein internationales Forschungsteam hat in Deutschland, Spanien und Chile repräsentative Umfragen durchgeführt und herausgefunden, dass der soziale Wert den stärksten positiven Einfluss auf die Kaufentscheidung hat. Erst danach kommt der wahrgenommene ökologische Nutzen. Sprich, wer ein Fahrzeug wie zum Beispiel hier den Peugeot E2008 fährt, steht unter Rechtfertigungsdruck. Aber was bedeutet das konkret? Nun, es scheint, als würden sich viele Menschen mehr darum sorgen, wie sie mit einem E-Auto in ihrem sozialen Umfeld dastehen, als um die tatsächliche Reichweite zum Beispiel oder Lademöglichkeiten. Das ist wirklich faszinierend, wenn man bedenkt, wie viel über technische Aspekte diskutiert wird. Jerome Brunel von eMovotion. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, das ist Spott, das ist Hohn. Das ist nicht ernst nehmen, das ist schlicht und ergreifend auslachen und keiner möchte ausgelacht werden, jeder möchte akzeptiert und respektiert werden. Doch es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Kaufentscheidung massiv beeinflusst und der hat mit Vertrauen zu tun. Viele potenzielle Käuferinnen und Käufer sind skeptisch gegenüber grüner Werbung. Diese Skepsis mindert die Bereitschaft, ein Elektroauto zu kaufen, erheblich. Das stellt Unternehmen und Marketingabteilung vor eine echte Herausforderung. Jerome Brunel. Wenn ich mit der Anschaffung liebäugle, ein Elektroauto zu kaufen, dann verlasse ich ja sozusagen eine große Autobahn. Die große Autobahn ist, es funktioniert, ich muss mir keine Gedanken machen. Und sobald ich jetzt Richtung E-Mobilität schaue, dann verlasse ich diese Autobahn. Dann fahre ich sozusagen auf einem Trampelpfad. Und du kennst es selber, wenn du in den Urlaub fährst, du fährst lieber auf der Autobahn statt auf einem Trampelpfad, wo du nicht weißt, komme ich da überhaupt an mit meinem Auto. Insofern sind es auch Hürden, die ich überwinden muss. Aber keine Sorge, es gibt Lösungen für dieses Dilemma. Die Forschenden der Universität Kassel, die an der Studie beteiligt waren, haben einige interessante Vorschläge gemacht. Sie empfehlen Unternehmen, in ihren Marketingbotschaften auf Transparenz und Ehrlichkeit zu setzen. Fakten und messbare Ergebnisse könnten das Vertrauen in die tatsächlichen Vorteile von Elektrofahrzeugen stärken. Aber nicht nur die Unternehmen sind gefragt, auch die Politik kann einen entscheidenden Beitrag leisten. Professor Ralf Wagner, Co-Autor der Studie, betont, dass politische Entscheidungstragende ihre Bemühungen darauf konzentrieren sollten, das Bewusstsein für die ökologischen und sozialen Vorteile von E-Fahrzeugen zu schärfen. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, die Kosten für Elektrofahrzeuge durch Subventionen zu senken, um sie für eine breitere Bevölkerungsschicht erschwinglich zu machen. Tja, das hatten wir eigentlich schon und weiterhin ist das wohl die große Frage. Aber würde das überhaupt ausreichen, um die ambitionierten Ziele der Bundesregierung zu erreichen oder braucht es vielleicht einen ganz anderen Ansatz? Die Antwort darauf könnte die Zukunft der Mobilität in Deutschland entscheidend beeinflussen. Ich würde sagen, absolute Verblüffung Nummer 1. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass der Wandel hin zur Elektromobilität nicht nur eine technische, sondern eben vor allem eine gesellschaftliche Herausforderung ist. Es geht darum, Denkweisen zu verändern und neue Normen zu etablieren. Das braucht Zeit und vor allem das richtige Framing. Und jetzt kommt es. Stellt euch vor, E-Autos würden nicht nur als umweltfreundliche Alternative wahrgenommen, sondern als Symbol für Innovation und Fortschritt. Was, wenn der Besitz eines Elektroautos gleichbedeutend wäre mit einem hohen sozialen Status? Das könnte die Dynamik komplett verändern. Aber es gibt noch einen weiteren Vorschlag, der bisher kaum Beachtung gefunden hat und der die gesamte Diskussion auf den Kopf stellen könnte. Absolute Verblüffung Nummer 2. Was, wenn der Schlüssel zur Verbreitung von E-Autos gar nicht im individuellen Besitz liegt? Wenn Carsharing-Modelle mit Elektrofahrzeugen massiv ausgebaut und gefördert würden? Das könnte nicht nur die Hemmschwelle senken, sondern auch den sozialen Aspekt
in den Vordergrund rücken. Gemeinsam elektrisch unterwegs zu sein, könnte zu einem neuen Lifestyle-Trend werden, zum Beispiel auch mit dem Zug oder dem elektrisch angetriebenen Bus. Man könnte Punkte bekommen für klimaschonendes Reisen. Es zeigt mal wieder, dass wir möglicherweise unser gesamtes Konzept von Mobilität überdenken müssen, um die Elektromobilitätsrevolution voranzubringen. Hier geht es zum Podcast zum Thema von Emovotion. Jetzt spricht die Psychologin sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Also hier anklicken, anhören und ansonsten bis dann. Bleibt dran.